Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Envicotricity. Mein Name ist David, ich bin der Gründer des Startups Envicotricity und ich habe 2019 angefangen, die elektrische Enduro N-Trix zu entwickeln. Der erste Prototyp steht hier direkt hinter mir und von dem habe ich bei YouTube hier auch schon mal ganz sporadisch ein bisschen was gezeigt. Die ersten vorsichtigen Testfahrten mit dem Prototypen, Anfang 2020 war das ungefähr. Es gibt noch eine Dia-Show als Baubericht sozusagen zu dem Prototypen, aber ich bin nie so richtig auf die technischen Details des Motorrads eingegangen, habe es hier nie so richtig vorgestellt und in der Zwischenzeit ist halt wirklich einiges passiert. Und was es mit der N-Trix auf sich hat und was aktuell im Hintergrund passiert und woran ich zurzeit arbeite, das möchte ich euch in diesem und in den folgenden Videos gerne einmal vorstellen. Viel Spaß dabei! So, dann zeige ich euch die N-Trix zuallererst einmal etwas von Namen. Nehme euch dafür direkt hier mit ran. Ja, was gibt es zu dem Bike so erstmal zu sagen? Grundsätzlich vom Konzept her unterscheidet sich die N-Trix in zwei ganz signifikanten Merkmalen von anderen Elektro-Enduros und Elektro-Motocross-Bikes, die es zurzeit so am Markt gibt. Da wäre natürlich zum einen die Tatsache, dass sie nicht über einen herkömmlichen Mittelmotor mit Kette oder Riemen ans Hinterrad angetrieben ist, sondern über einen Nabenmotor. Das macht die N-Trix als Freerider wirklich super angenehm, weil es im Prinzip keine leisere Antriebsalternative als diesen Nabenmotor gibt. Das heißt, wenn man irgendwo in der Natur im Wald unterwegs ist, es stört sich wirklich niemand mehr dran. Es gibt auch dieses typische, ja, hochfrequente Fiepen, Jaulen von dem Elektromotor, das man sonst so kennt. Das fällt komplett weg. Es gibt wirklich nur noch die Umrichtergeräusche und die Abrollgeräusche des Reifens. Und das ist wirklich, wirklich angenehm, meiner persönlichen Erfahrung nach. Und das zweite wichtige Alleinstellungsmerkmal, das auch mit der Hauptgrund ist, warum ich überhaupt mich zu Anfang dazu entschieden habe, ein eigenes Elektromotorrad zu entwickeln, anstatt mich sozusagen am Markt zu bedienen, ist das modulare Akkusystem. Mir war von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass ich einen Akku haben wollte, der einfach entnehmbar ist, auch sehr, sehr schnell ausgetauscht werden kann und am besten, wenn man sich so im Bereich zwischen 4 und 6 Kilowattstunden, 4 bis 8 vielleicht sogar Kilowattstunden bewegt, dann ist es auch sehr, sehr unpraktisch im Alltag meiner Meinung nach, den Akku in einem Teil zu haben, weil dann hat man ja 20 bis 30 Kilo Akkugewicht, das man bei jedem Austausch dann aus dem Motorrad rauswuchten muss. Ähm, und vor allem braucht man diese, sagen wir mal jetzt 6 Kilowattstunden ja vielleicht gar nicht unbedingt in jeder Lebenslage. Das heißt, wenn man nur für Kurzstrecke zum Einkaufen fährt oder ähnliches, dann reichen vielleicht 2 Kilowattstunden. Und da kam es dann im Prinzip schon zu dieser Aufteilung. 3 Akkumodule A ungefähr 2 Kilowattstunden. Hier sind es jetzt 1,5 Kilowattstunden eher pro Akku. Das liegt daran, dass ich noch nicht ganz so hochwertige Zellen benutzt habe. Und ab dem Nachfolgermodell haben wir dann ganz knapp 2 Kilowattstunden pro Akkumodul. So. Am Lenker und Dashboard ist im Prinzip nicht viel Besonderes dran. Wir haben hier, das ist auch bei der N-Trix Version 1 nochmal ganz wichtig zu nennen, die besteht im Prinzip als wirkliches Low-Budget-Projekt, das ich damals ja im Prinzip parallel zum Studium erarbeitet habe, aus sehr vielen recycelten Teilen. Das heißt, Federbein und Vordergabel sind im Prinzip von der DT 125. Ich hatte ursprünglich tatsächlich auch geplant, einfach das komplette Chassis der DT umzubauen auf Elektro, aber da ist einfach, ja, es gibt so viele Vorgaben durch das Verbrennerkonzept, wie dann der Rahmen gebaut ist, dass sich das einfach meiner Meinung nach nicht wirklich effizient und intelligent mit dem elektrischen Antriebsstrang vereinen lässt. Und so ist dann sehr früh im Prinzip für mich auch schon die Entscheidung gefallen, okay, es muss ein komplett eigenes, selbst entwickeltes Chassis her. Und genau, das besteht hier an dem Bike aktuell auch noch aus ganz einfachem, günstigen Baustahl. Auch wieder, wie gesagt, Low-Budget-Projekt erstmal, auch für mich ursprünglich einfach nur als Hobbyprojekt sozusagen, ähm, aus dem dann halt langsam, aber sicher immer mehr geworden ist. Ja, hier vorne sieht man nochmal den Controller von dem Bike. Hier nochmal von Namen den Radnabenmotor. Der ist an diesem Bike noch zugekauft, hat eine Leistung von 8 Kilowatt ungefähr und in der Spitze kommt er so auf 16 bis 20 Kilowatt. Da ist dann aber auch wirklich das Maximum erreicht und das hält er auch nicht besonders lange durch. Also nach circa 1 bis 2 Minuten Dauerlast ist der Motor dann so warm, dass wirklich massiv Leistung rausgeregelt werden muss, um den nicht zum Überhitzen zu bringen. Genau. Der Sport funktioniert leider aktuell nicht, weil mir im harten Offroad-Test das alte Display leider einen Wasserschaden erhalten hat. Und genau, das neue Display ist noch nicht ganz angeschlossen, da bin ich noch bei, das wieder fit zu machen. Aktuell hat der neue Prototyp allerdings ein bisschen Vorrang, sodass der leider hier ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Genau.
Jetzt soweit erstmal zum Walkaround. Ich habe eine Beleuchtungseinrichtung, Rücklicht, Blinker, Reflektor und so ist schon alles dran, was man theoretisch für die Straßenzulassung bräuchte. Als kompletter Eigenbau sieht es für das Bike jetzt allerdings erstmal noch ein bisschen schwierig aus. So, dann haben wir an der Stelle hier einmal den Hauptkontaktor sozusagen. Da fließen die vollen ungefähr 300 Batterieampere, die das Motorrad zulässt, drüber. Ist für mich ganz einfach gewesen. Ich wollte an diesem ersten Prototyp mal die Möglichkeit haben, falls irgendwas passieren sollte, den Stromkreis immer noch manuell unterbrechen zu können, wollte mich dann nicht auf irgendwelche Relais verlassen. Darum hier ja, dieser im Prinzip sehr überdimensionierte NATO-Knochen. Das wird natürlich später auch dann etwas schicker gelöst werden. Hier sieht man zusätzlich die dicke Phasenkabelleitung mit der Sensorleitung, die aus dem Nabenmotor rauskommt, hier am Akku vorbeigeführt wird und dann vorne zur Controller-Einheit geht. Und die Hinterradbremse, die vom Lenker einmal komplett am Bike entlang hier zur mechanischen Hinterradbremse geht. Das Bike hat allerdings auch eine Rekuperationsbremse. Das heißt, man kann direkt über den Nabenmotor Energie zurückspeisen in den Akku und darüber auch bremsen. Und das ist so stark, dass die mechanische Bremse wirklich nur noch in absoluten Notfallsituationen gebraucht wird, um das Hinterrad halt wirklich massiv zum Blockieren zu bringen. Selbst das Blockieren kriegt man schon fast über die Rekuperation hin. Genau. Dann von hier nochmal. Hier ist das Verriegelungssystem des Akkus zu sehen. Das ist im Prinzip relativ simpel mit diesen Federstiften hier gelöst. Die kann man entriegeln und schon ist der Akku lose. Das zeige ich gleich nochmal mit aufgeklappter Sitzbank. So viel erstmal zu dem Bike von hier. Einmal noch die Frontansicht mit LED-Beleuchtung und so weiter. Hier ist nochmal ein kleiner Zusatzscheinwerfer fürs Fernlicht. Das Zündschloss mit dem Entrix-Schlüssel. Einfach so als kleines Gimmick habe ich den 3D-Drucker nochmal ein bisschen bemüht. Achso, und hier im Prinzip auch nochmal der Gasgriff. Könnte man natürlich auch einfach als Zugauflösung machen. Da wollte ich aber hier mit dem günstigen Potentiometer, dass man dann einfach tauschen kann, wenn die Wartungsintervalle soweit sind. Und zusätzlich wollte ich hier halt eben ein variables Übersetzungsverhältnis drin haben. Das heißt, je nachdem, was für eine Gascharakteristik man möchte, kann man das Ganze hier mechanisch lösen oder eben einfach über die Programmierung nachher am Controller, was aber natürlich dafür gegebenenfalls sorgen kann, dass einfach die Auflösung im Potentiometer hier nicht mehr ganz so schön ist, wie wenn man das mechanisch hier macht. Ansonsten gibt es aus der Nähe auch erstmal nicht mehr viel dazu zu sagen. Auf der Seite ist noch das erstmal Linearpotentiometer, das wird sich später auch noch ändern, für die Rekuperationsbremse. Und hier sieht man auch wirklich, erst wird elektrisch rekuperiert, bis der Druckpunkt der Bremse aufgebaut ist. Das ist genau hier der Fall. Und was dann noch kommt, ja, das ist im Prinzip nicht mehr wirklich der Rede wert. Da ist dann die volle Rekuperation erreicht und dann mache ich im Prinzip mechanisch mit der Hinterradbremse weiter. So, dann noch einmal zum Thema Akkuwechsel. Da habe ich noch ein etwas detaillierteres Video auf YouTube hier hochgeladen von einem kompletten Tauschzyklus. Das ist bei diesem ersten Prototypen jetzt noch ein bisschen hakelig, das ist alles noch nicht so ausgereift. Das wird beim nächsten Prototypen erheblich einfacher und schneller. Ich zeige jetzt hier einfach noch mal ganz kurz, wie aktuell der Zugriff auf das Akkusystem, auf ja, den Akkuschacht sozusagen gestaltet ist. Und dann hat man schon mal ungefähr eine Vorstellung, wie das nachher beim nächsten Prototypen läuft. Dazu sei noch kurz gesagt, es wird keinen separaten Deckel mehr geben, der entfernt werden muss. Das wird nachher mit der Sitzbank zusammen alles eine Einheit, die innerhalb von, ja, mit einem Handgriff innerhalb von 3 Sekunden dann ja, zugänglich ist. Das zeige ich jetzt hier einmal. Im Prinzip dieser Deckel hier einmal entfernt. Dann ist der Akku schon direkt zugänglich. Dann wird die Sitzbank noch aufgeklappt, rastet hier hinten direkt ein. Dann sind hier die Akkus zugänglich. Das zeige ich jetzt einmal noch von nahem. Hier ist natürlich prototypentypisches Kabelgewirr erstmal noch. Aber man sieht im Prinzip hier die 3 Akkumodule. Hier hängt noch der Ladestecker für den 1,8 kW Lader lose rum. Aber so viel schon mal dazu. Hier versteckt sich dann noch der DC-DC-Wandler für das 12 Volt Bordnetz. Das Bike selber benutzt 72 Volt als Betriebsspannung und ist damit auch noch relativ sicher, auch wenn man mal selber Reparaturen dran unternehmen möchte.
Und das soll auch in Zukunft so bleiben, dass es möglichst nutzerfreundlich ist. So, leider hat mich jetzt typisch norddeutsch der Regen hier ein bisschen überrascht. Das war es aber im Prinzip auch schon mit der groben ersten Vorstellung der N-Trix. Es kommen auch noch zusätzliche Fahrvideos in Zukunft. Ich möchte das Bike nochmal ins Gelände mitnehmen, zumindest bis der Folgeprototyp wirklich vollkommen fertig ist, dass der dann in die praktische Testphase überführt werden kann. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Videos von dem Bike und ersten Berichten von meinem neuen Prototypen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Falls ihr noch Fragen habt, die hier über das Bike offen geblieben sind, dann gerne in die Kommentare damit. Ich freue mich über jegliches Feedback und hoffentlich auf Wiedersehen.